So, jetzt kommen wir zur Bundespolitik. Denn Unionschef Friedrich Merz, der erhöht den Druck auf die Bundesregierung und stellt ein Ultimatum. Bis nächsten Dienstag solle die Regierung eine verbindliche Zusage machen, irreguläre Migration zu stoppen und Flüchtlinge an den Grenzen zurückzuweisen. Andernfalls würde es keine weiteren Asylgespräche mit der Union geben. Beim Asylgipfel Anfang dieser Woche hatte die Union ja zusammen mit der Regierung über Maßnahmen beraten, Migration zu begrenzen. Konkrete Lösungen gab es nach diesem Treffen allerdings nicht. Man verweist erst mal darauf, dass man die rechtlichen Möglichkeiten prüfen muss. So, und nun begrüße ich Joachim Stamp bei mir im Studio von der FDP, der Sonderbevollmächtigte für Migrationsabkommen. Schön, dass Sie Zeit für uns haben, Herr Stamp. Ich freue mich. Dieses Ultimatum von Friedrich Merz, wie empfinden Sie das? Ich persönlich bin kein Freund von Ultimaten. Entscheidend ist, dass die 4 demokratischen Parteien, CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne, jetzt gemeinsam die notwendigen Weichenstellungen vornehmen, um die irreguläre Migration so weit wie irgend möglich zu reduzieren. Die Bundesregierung hat in den vergangenen Monaten eine ganze Reihe Maßnahmen getroffen, die auch schon zu einem Rückgang geführt haben. Aber es reicht eben nicht aus. Wir müssen sehen, dass wir eben deutlich runterkommen, weil wir nicht in der Lage sind, auch gerade so viele Menschen, auch von jungen Männern aus einem Kulturraum zu integrieren, der eben sehr stark patriarchal geprägt ist, der antisemitisch geprägt ist, der homophob geprägt ist. Und wenn man diese Menschen integrieren will, dann muss man auch genügend Menschen haben, die sie an die Hand nehmen. Und wir sind bei der Menge einfach zu hoch, das schaffen wir nicht. Integrationsfähigkeit also so nicht mehr gedeckt. Und geht es ja bei der Union um einen ganz konkreten Punkt, nämlich die Zurückweisung von Asylbewerbern an den deutschen Grenzen. Sie sind da tief im Thema drin und sagen, die Grünen, Ihr Koalitionspartner, ja bereits, rechtliche Bedenken mit EU-Recht nicht machbar. Wie sehen Sie das? Das ist eine Frage, die jetzt Staatsrechtler klären werden. Das wäre jetzt nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen. Ich bin ja auch nicht der Migrationsbeauftragte, wie das immer gerne dargestellt wird, sondern ich bin zuständig für Migrationspartnerschaften mit Herkunftsländern. Und da arbeiten wir sehr erfolgreich. Wir werden in diesem Monat 2 weitere Abkommen unterzeichnen mit Welche? Usbekistan und mit Kenia. Und sind auch mit vielen weiteren Ländern auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber das alleine reicht eben auch nicht. Es ist nur ein Ausschnitt von Migrationspolitik. Und deswegen habe ich mir jetzt erlaubt, nicht in meiner Funktion als Sonderbevollmächtigter, sondern als FDP-Politiker, ich war ja früher auch Fachminister in Nordrhein-Westfalen, Vorschläge zu machen, dass man beispielsweise für diejenigen, die über die Ostgrenze in die EU kommen, das heißt, die von Herrn Putin und Herrn Lukaschenko in widerwärtigster Art und Weise für hybride Kriegsführung missbraucht werden, also wo Migranten nach Europa geschleust werden sollen, um uns hier zu destabilisieren, dass man prüft, ob man mit denjenigen nicht die Asylverfahren auslagern kann, beispielsweise in die frei gewordenen Kapazitäten nach Ruanda, allerdings unter dem Dach der Vereinten Nationen, also nicht so, wie es die Engländer vorhatten, sondern unter dem Dach der Vereinten Nationen, damit dieser Automatismus aufhört, dass dort die Despoten versprechen können, wir bringen euch in die EU und dann ihre Idee aufgeht, uns hier zu destabilisieren. Da werfen sich gleich diverse Fragen in meinem Kopf jetzt auf. Wir arbeiten uns da mal durch. Ich bin ganz überrascht, dass Sie auch so quasi ein neues Ruanda-Modell ins Spiel bringen, weil ich glaube, erst im März haben Sie noch gesagt, Ruanda halten Sie gar nicht für geeignet. Also ist die Verknüpfung, das Ganze unter dem Dach des UNHCR dann abzuwickeln, ist das der Schlüssel? Weil wenn wir bisher darauf schauen, gerade Großbritannien, die haben das jetzt ja auch fallen lassen, ihre kompletten Pläne. Das ist der Schlüssel, weil die Briten ja nur vorhatten, im Grunde genommen alle nach Ruanda zu bringen. Und dort sollten nach ruandischen Gesetzen dann die entsprechenden Verfahren stattfinden. Und dazu ist Ruanda nach meiner Auffassung noch nicht rechtsstaatlich in der Lage. Es muss ja auch rechtssicher sein, es muss ja auch von den Gerichten Bestand haben, sonst klappt es eben nicht. Das haben wir eben in Großbritannien ja auch gesehen, wie schwierig es da war, sodass die Nachfolgeregierung es dann abgebrochen hat. Deswegen die Idee, mit UNHCR, mit den Vereinten Nationen zu sprechen, ob die nicht als Dach diese Verfahren übernehmen können. Das können wir übrigens nicht als Deutsche alleine. Wir müssen es gemeinsam machen mit den Finnen, mit den Polen, mit den baltischen Staaten, die ja unmittelbar an dieser Ostgrenze betroffen sind. Möglicherweise auch mit unseren Freunden in Österreich, die eine ähnliche Problematik bei der Zuwanderung ja auch haben wie wir. Und wenn wir hier gemeinsam etwas mit UNHCR und Ruanda auf den Weg bringen könnten, dann wäre das, glaube ich, auch eine gute Idee, dieses Drittstaatsmodell auch einmal auszuprobieren.
Ist das denn eine reine Theorie? Also ich finde total interessant, dass Sie dann sagen, ich mache das gar nicht in meiner Funktion, denn die haben Sie ja nun mal qua Amt, sondern als FDP-Politiker. Also ist das schon mit Ihren Koalitionspartnern abgesprochen? Nein, das ist ein persönlicher Vorschlag, wie gesagt, auch aus meiner Erfahrung, die ich als Fachminister 5 Jahre lang in Nordrhein-Westfalen gesammelt habe, viel auch in den Ländern unterwegs gewesen bin, in Ruanda jetzt nicht, aber in vielen anderen Ländern viele Gespräche geführt habe. Es gibt ja auch aus der Politikberatung einige, die in diese Richtung argumentieren. Es hat die Runde gegeben im Innenministerium, wo diese Fragen auch diskutiert worden sind. Wir haben die eine Herausforderung, und das ist, dass das gemeinsame europäische Asylsystem, so wie wir es im Moment haben, für eine Lösung in einem sicheren Drittstaat vorsieht, dass derjenige, der dorthin kommt, auch eine Verbindung zu diesem Land haben muss. Und das kann eben nicht nur die einfache Durchreise sein. Rechtliche Hürden gibt es da. Sind die einfach abzubauen? Und das muss man eben sehen, dass man sich hier auf europäischer Ebene verständigt, dass man an der Stelle zumindest eine Öffnungsklausel hat, dass man das an der Stelle hier einmal probieren kann. Wie gesagt, es geht hier nicht nur um die Migrationsfrage, sondern es geht auch darum, der hybriden Kriegsführung von Lukaschenko und Putin etwas entgegenzusetzen. Ich meine, die Drittstaatenlösung, die ist ja immer wieder in aller Munde. Das heißt, auch wenn ich jetzt etwa Migrationsforscher Gerald Knaus nehme, der immer wieder sagt, das ist der Schlüssel. Eigentlich nur so kriegen wir das Ganze auch in den Griff. Ich meine, Italien, die testen bereits mit Albanien. Da schauen, glaube ich, alle sehr interessiert dann auch hin. Aber wieso also jetzt diese Ruanda-Lösung? Vor allem, warum beziehen Sie das nur auf diese Flüchtlinge, die aus Russland und Belarus zu uns einreisen? Also, sehen Sie das als Testballon, als Testfall? Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass man das zunächst mit einer überschaubaren Gruppe macht. Und es ist an der Stelle, glaube ich, vor allem einfach wichtig und sinnvoll, weil es eben darum geht, jetzt hier auch dieser hybriden Kriegsführung etwas entgegenzusetzen. Das ist für uns eine Riesenbelastung, wenn von dort unkontrolliert eben auch noch mal zusätzlich Menschen aus Afghanistan, aus Syrien, aus dem Irak in die EU kommen. Und deswegen, glaube ich, ist es da sinnvoll, es auszuprobieren. Die Vorstellung, wie manche es in der Debatte artikulieren, man könne quasi das Problem wegzaubern, weil andere Länder uns die Asylverfahren abnehmen. Das halte ich für utopisch. Ich glaube, dass diese Drittstaatsregelung auch nur ein Baustein ist in einem Gesamtkonzept. Wie gesagt, das sind unsere bilateralen Migrationspartnerschaften. Ich glaube, dass wir bei den Sozialleistungen für abgelehnte Asylbewerber noch einmal nachjustieren müssen, was verfassungsrechtlich möglich ist, oder gegebenenfalls an der Stelle auch noch mal das Grundgesetz ergänzen. Wir müssen unsere Kommunen in den Ausländerbehörden so befähigen, dass sie ihre Arbeit leisten können. Das ist großartig, was die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort versuchen, aber sie sind einfach zu wenige. Die sind in der Pandemie, sind so viele Mitarbeiter in den kommunalen Ausländerbehörden in den Gesundheitsbereich abgeordnet worden und zum Teil nicht zurückgekehrt, dass unsere Ausländerbehörden auch nicht so leistungsfähig sind, wie sie sein müssten, damit das System funktioniert. Auch da sind umgekehrt dann Länder und Kommunen in der Pflicht, das sicherzustellen. Herr Stamm, ich will auf die Migrationsabkommen noch mal kommen. Nun ist das natürlich nett, wenn Sie sagen, mit Usbekistan und auch mit Kenia wird man also diese Abkommen jetzt auch zeitnah abschließen. Aber das ist ja marginal. Also wenn ich das von den Zahlen her betrachte, der ganz große Faktor wären ja auch Syrien, wären Afghanistan. Und haben wir die erste Abschiebung in der letzten Woche gesehen, zumindest von 28 Straftätern nach Afghanistan. Also arbeiten Sie auch daran? Gibt es Pläne, möglicherweise auch Abschiebungen in diese Staaten zu machen? Wir beobachten diese Länder täglich neu und das muss man weiter abwarten. Aber es gibt eben viele Länder, wo Partnerschaften möglich sind. Und die muss man dann eben konsequent ausnutzen. Das ist Syrien, Afghanistan ist nicht mein Mandat. Deswegen bin ich da sehr zurückhaltend. Wären Sie dafür? Das ist ja die entscheidende Frage. Denn dieses Lagebild, ich weiß, Syrien liegt auch im Auswärtigen Amt noch, wird überarbeitet. Wären Sie dafür, das anzugehen? Das ist, wie gesagt, eine sehr, sehr schwierige Abwägungsfrage, die man eben von Tag zu Tag beobachten muss. Nun ist das so, Sie haben sich auch dafür stark gemacht, dass man dieses Bettbrot-Seife-Prinzip, also dass man letztendlich, oder Sie gehen eigentlich sogar noch einen Schritt weiter und sagen, im Endeffekt sollte man auch denjenigen, die gar kein Anrecht mehr haben, hier zu sein, denjenigen sollte man eigentlich nur noch das Bahn- oder das Flugticket auch bezahlen. Nun wird das jetzt in den Niederlanden genauso gemacht. Die rechte Regierung da unter Geert Wilders, die setzt das um. Wie sieht es denn aus? Also haben Sie da überhaupt die Mehrheiten auch innerhalb der Regierung? Denn Nein, sehen Sie, auch das ist von mir ein persönlicher Anstoß gewesen. Ich halte eben, wie gesagt, nichts davon, dass wir jetzt uns allen gegenseitig Ultimaten setzen, sondern ich glaube, dass es gut ist, wenn wir ohne Scheuklappen, aber auch ohne Schaum vor dem Mund wirklich sachlich miteinander Vorschläge wägen.
und das dann zu einem Gesamtkonzept zusammenbinden. Weil eine einzelne Maßnahme, und das ist nun mal so, wird nicht das Problem lösen, sondern wir werden mehrere Maßnahmen beschließen, wenn wir wirklich einen richtigen großen Schritt nach vorne kommen. Dann frage ich jetzt mal den FDP-Politiker Joachim Stamp und nicht den Sonderbevollmächtigten. Wie schauen Sie denn auf die Position Ihres Koalitionspartners der Grünen? Also haben Sie das Gefühl, auch gerade jetzt nach den Landtagswahlen von Thüringen und Sachsen, dass man dort verstanden hat, dass man wirklich bereit ist, auch in dieser zentralen Frage der Migration, die die Leute nun mal umtreibt, wirklich etwas zu verändern? Oder werden wir weiterhin sprechen über rechtliche Hürden und Ähnliches? Es muss so kommen. Es gibt eine staatspolitische Verantwortung und ich habe das Zutrauen bei allen aufrechten demokratischen Parteien, dass sie sich ihrer Verantwortung bewusst sind. Und es bringt jetzt nichts, Vorwürfe zu machen, was in der Vergangenheit auch hätte schneller gehen müssen. Ich könnte da auch Verschiedenes anführen, aber das hilft ja jetzt nicht in der derzeitigen Situation, sondern wir müssen jetzt handeln und es müssen jetzt die entsprechenden demokratischen Parteien alle mitziehen. Und da muss man gegebenenfalls auch mal Bedenken zurückstellen. Joachim Stamp, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, für den Besuch bei uns. Danke Ihnen.